Hallo und herzlich willkommen bei 4 Reifen und ein Klo. Heute geht es einfach mal darum, dass ich euch ein Zubehörteil vorstellen möchte, was jetzt nicht direkt von Omnia ist, was aber in den Social-Media-Kanälen sehr oft verbreitet ist. Und ich möchte eigentlich die richtige Anwendung einmal vorstellen. Das geht hierbei um diese sogenannte zweite Ebene. Das ist ein Rost, was seit einiger Zeit erhältlich ist und was tatsächlich ständig falsch angewandt wird. Und deswegen möchte ich heute mal kurz Bezug darauf nehmen, weil auch wir als Händler, also ich spreche jetzt wirklich aus der Sicht einmal als Händler, da richtig Ärger mit haben und Leute wirklich bei uns Regress einfordern, weil sie mit diesen zweiten Ebenen ihren Omnia beschädigen. Ich weiß nicht, wie die Gebrauchsanweisung dazu aussieht. Ich habe mir die Dinger bestellt, aber keine Gebrauchsanweisung bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die werden einfach nur verschickt. Die werden verschickt und ja, ihr könnt dann gucken, wie kommt ihr damit klar. Und jetzt wieder aus Sicht des Händlers haben wir nämlich natürlich Probleme damit. Warum? Das ist ganz einfach. Denn eigentlich wird diese zweite Ebene so angewandt, dass ihr die Silikonform verwendet und dann die jeweilige zweite Ebene dort drauflegt. Ja, das könnt ihr mit jedem machen, was da erhältlich ist. Ich habe jetzt die genommen, die ich wirklich überall gefunden habe und wollte mich nicht auf eine Firma beziehen, weil die alle das gleiche System haben und auch das gleiche Problem machen. Ja, das ist völlig egal. Ihr müsst wirklich die Silikonform darunter verwenden. So, wir hatten nämlich einen Kunde oder eine Kundin, ich habe keine Ahnung, wer das war, die hat uns nämlich eine Omnia-Backform zurückgeschickt mit dem Hinweis, die Silikonform beschädigt die Backform. Das Ding ist aus Gummi. Ja, also kam ich mir völlig veräppelt vor, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Als ich die E-Mail bekommen habe, kam ich mir völlig veräppelt vor. Ich habe dann um Fotos gebeten und soll mir das zuschicken. Auf den Fotos hat man nicht viel erkannt. Ich wusste aber, um was es ging. So, und dann habe ich das selber ausprobiert mit einer Form und die Kundin oder der Kunde hat aber gleichzeitig die Backform zu uns geschickt. Und zwar mit einem bitterbösen Brief dabei, von wegen, wenn wir diese Form jetzt nicht umtauschen, und das ist die Form, ich zeige euch gleich näher, worum es da geht, dann würde auch Anwalt eingeschaltet und was weiß ich. So. Wenn man hier genau guckt, am Kamin guckt und am Rand guckt, dann sieht man wirklich ganz starke Rillen. Und diese Rillen werden nicht von der Silikonform verursacht, sondern es wird verursacht, wenn man das Gitter so reinlegt. Und wenn das Gitter so reinlegt, immer wieder rein und raus nimmt, eventuell noch ein bisschen dreht oder sowas, dann passieren diese kleinen Rillen. So, und dann habt ihr natürlich das Problem, dass diese dünne Beschichtung natürlich beschädigt ist. Und darauf wollte halt der Kunde oder die Kundin hinaus. Wir haben es nicht erstattet. Wir haben die Form auch immer noch, weil wir haben auch gesagt, wir zahlen noch das Porto nicht zurück. Sie kann uns gerne Porto überweisen, dann schicken wir das zurück. Wie auch immer, da kam nichts mehr zurück. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Also wir sind immer sehr kulant. Wir gucken auch, ist es ein Eigenverschulden oder ist es kein Eigenverschulden? In dem Fall ist es definitiv ein Eigenverschulden. Und wenn man mich auch schon so veräppelt von wegen, die Silikonform ist schuld, dann seid ihr echt bei mir da an der falschen Stelle und da habt ihr einen Punkt getroffen, wo ich dann auch sage, no go. Deswegen bin ich jetzt hier mal und möchte euch echt sagen, bitte verwendet dieses Aufbackgitter auf der Silikonform. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Die Silikonform muss dabei gefüllt sein. Wir testen das gleich alles. Ich zeige euch das gleich alles anhand von Beispielen. Die Silikonform, wenn ihr die Silikonform jetzt leer verwendet und das Rost dabei, dann nimmt eure Silikonform Schaden. Die brennt unten an, die schmort irgendwann. Tut euch damit keinen Gefallen. Die Silikonform muss gefüllt sein. Ja, das ist halt die Schwierigkeit, die beachtet werden muss, aber die nirgendwo genannt wird. Ein Händler macht zumindest ein Foto, wo man darunter halt die Silikonform sieht. Ja, das ist das Mindeste. Es wird aber nie explizit genannt, bitte verwendet die Silikonform darunter. Woher soll man das dann wissen? Dann gibt es noch ganz pfiffige, die haben auch noch, wo habe ich es denn hingelegt? Ah, hier.
Die haben sich auch solche kleinen Schläuche besorgt. Ist ja eine super Idee. Ja, solche Schläuche, die sind für die Kaffeemaschine gedacht. 260 Grad ausgelegt und die bauen die sich dann hier drum. So, habe ich auch ausprobiert. Ich bin davon nicht begeistert, weil, wo ich denn meine Stücke? Ich habe mir da so kleine Stücke gemacht und ich muss euch echt sagen, es hat alles nach Plastik gerochen. Die Schwierigkeit bei so einem Schlauch, denke ich einfach, klar, der wird irgendwann ausdünsten. Und man muss sich immer überlegen, wenn ich jetzt das Gitter mit diesen Gummischläuchen da, mit diesen Silikonschläuchen hier drin habe, klar, es schützt jetzt die Form. Ja, es schützt die Form, wenn ihr das da dran macht. Aber überlegt doch wirklich mal selber, wie lange braucht ein Kaffee, um durch diesen Schlauch zu laufen, beziehungsweise das Wasser durch diesen Schlauch zu laufen, damit der Kaffee fertig gebrüht ist. Und wie lange habt ihr denn diese Schläuche um dieses Rost herum? Ja, es ist viel, viel länger. Das heißt, ihr habt auch mehr als 260 Grad da drin. Von daher seid da bitte vorsichtig. Ich denke mal, ab 260 Grad haben diese Schläuche auch ziemliche Ausdünstung. Der ist auch total hell geworden. Der ist eigentlich recht milchig und wird dann ziemlich hell. Und ich denke mal, da kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwelche Giftstoffe rauskommen. Das mal so als kleinen Hinweis für diese echt pfiffige Idee. Aber ich glaube, die ist nicht gesund. Jetzt zeige ich euch die richtige Anwendung und ich zeige euch natürlich auch eine falsche Anwendung. Ich meine, ich mache es ja nie anders, ne? Ihr müsst ja lernen, was falsch und was richtig ist. Und ich bin ja auch immer auf eure Unterstützung angewiesen, dass ihr vielleicht auch auf den Social-Media-Kanälen dann mal die Leute darauf hinweist, ja, es ist nicht gut, was du da tust. Denn wenn ihr wirklich hier anfangt, dass ihr diese leichte Beschichtung beschädigt, dann seid ihr natürlich irgendwann auf dem Aluminium und man fühlt die Rille auch. Ja, das ist schon so tief, dass das mit Sicherheit nicht mehr toll ist und auch nicht in Ordnung ist. Und das ist sowieso nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Ich zeige euch jetzt noch, ich habe extra was vorbereitet, was eigentlich der ursprüngliche Hersteller, der überhaupt auf die Idee kam, das war der Timo, der hat nämlich eine andere Anwendung dafür gehabt und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe da schon was vorbereitet. Einen Moment. So, ich habe da mal kurz was vorbereitet und zwar möchte ich euch einfach mal zeigen, was eigentlich die korrekte Handhabung und Anwendung sein sollte, was der Urgedanke des Ganzen war. Und zwar ist es nämlich der Urgedanke, dass ihr alles in der Silikonform vorbereitet, wie ich jetzt auch gemacht habe. Hier habe ich zum Beispiel einen toskanischen Filettopf gemacht. Und jetzt soll man nämlich so eine Art 2 in einem machen. Das heißt, jetzt das Gitter drauflegen und Kroketten, sodass ihr alles in einem garen könnt. Ja, die Idee ist natürlich echt cool, weil das ist jetzt richtig oben an der Oberhitze, das heißt am Deckel. Und dann gucken wir gleich mal, wie die werden und ob es da auch Nachteile bei gibt. So, da sind jetzt sehr, sehr viele drauf. Sollen wir auch alle von satt werden. Und wir stellen das Ganze nochmal etwas an. Ihr müsst dabei bedenken, dass die Zutaten oder das Gericht, was ihr in der Silikonform habt, das sollte auch noch nicht gar sein. Das heißt, ihr habt ja jetzt noch mal eine ganz weitere Zeit, so von ungefähr, ich vermute 20 Minuten, bis die Kroketten da oben, weil die sind ja auch gefroren, bis die dann halt auch aufgebacken sind. Deswegen beachtet das bei der Zubereitungszeit für die Sachen, die ihr in der Silikonform habt. So, ich heize das noch mal kurz ein, weil ich habe es gerade ziemlich lange ausgehabt, weil ich mich jetzt nicht verbrennen wollte. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt zeige ich euch die Variation Silikonform, die nicht gefüllt ist und dann das Rost. Es ist auch völlig egal, welches Rost ihr oben nehmt. Die haben alle die gleiche Funktion. Ich will ja jetzt nicht 3 machen und dann das auch noch zeigen. Also es hat wirklich alles die gleiche Funktion. Es hat nichts damit zu tun, wie es jetzt aussieht. Geht bitte nicht davon aus, dass dieses Gitter, weil ich es jetzt nicht benutze, besser oder schlechter ist. Die sind alle gleich. Von daher habe ich mich für 2 entschieden. Da legen wir jetzt mal Mini-Pizzen drauf. Ja, ist natürlich auch eine total coole Idee. Auch gefroren. Und die backen wir jetzt auch auf. Und wer weiß, wenn man gefrorene Sachen im Omnia macht, die brauchen auch wieder länger.
Mir geht es jetzt um die Silikonform, um euch zu zeigen, dass das nicht gesund ist für die. Die wird jetzt nicht gleich beschädigt sein. Also ich werde die jetzt nicht rausholen und die ist total verschmort, weil viele werden das schon mit Sicherheit gemacht haben und dann sagen, was die jetzt macht, ist völliger Quatsch. Nee, ich möchte euch zeigen, wie das eigentlich alles beginnt und wie man schon die ersten Schäden einer Silikonform erkennt. Und das ist mir sehr wichtig. Ich mache die Aktion jetzt nicht, das hätte ich jetzt mit dem machen können, nur die Form und das Rost, weil es ist ja völliger Quatsch, weil ich habe ja gerade gesagt, die beschädigt das und das ist eine Sache, die möchte ich euch nicht antun. Bitte tut das nicht, dass ihr das direkt wirklich so macht. Das ist ein absolutes No-Go. No-Go. Und das Zweite, was gleich kommt, ist dieses, ist auch ein No-Go. Ja, aber wir lassen erstmal die Pizza aufbacken und dann schauen wir uns gleich mal an, wie alles geworden ist. Jo, da sind wir mal wieder und wir sind soweit, dass wir uns mal die Pizza angucken können. So, die Pizza sieht natürlich richtig cool aus. Jo. Super knackig, super. So, in diesem Gitter gibt es dann auch noch 2 Schlitze für die Gabeln und da kann man schon runterheben. So, und jetzt seht ihr das. Ihr seht hier zum Beispiel Döllen. Hier, wenn ich da auch rüber gehe, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, dass hier wirklich nichts, also das ist von der Hitze. Das ist von der Hitze passiert und dadurch macht ihr natürlich eure Form kaputt. Das bildet sich jetzt erstmal wieder zurück, aber macht ihr das noch ein paar Mal, dann habt ihr echt ein Problem mit eurer Silikonform. Und dann schmilzt die. Vielleicht kriege ich die auch sogar raus. Die ist super duper heiß. So. Unten kann man leichte dunkle Flecke erkennen, hier. Das sind halt erste leichte Verbrennungserscheinungen, muss ich euch sagen. Ich habe diese Mini-Pizzen 2 Minuten auf voller Flamme gehabt und 20 Minuten auf kleine Flamme. Wenn ihr das Ganze jetzt hier mit mittlerer Flamme macht, dann wird die nicht mehr so aussehen, sondern wird schon viele, viele dunkle Stellen haben. Und meistens seht ihr dann immer so Kringel, was dann halt dieses Gas bewirkt, diese Flamme an sich. So, von daher macht das bitte nicht. Ihr beschädigt wirklich eure Silikonform damit, wenn ihr diese Aktion macht. So, jetzt zeige ich euch mal die Anwendung, wie der Ursprung war, der ursprüngliche Gedanke. Das war nämlich so, dass ihr das so macht. Ja, super Idee, denn ihr habt jetzt 2 in einem. Natürlich hat auch diese Variation einen Nachteil. Der Nachteil ist einfach, das ist total weich. Das ist wirklich wie Kartoffelpüree. Das ist nicht knackig, das ist weich. Woran liegt es? Ganz einfach, es ist immer Feuchtigkeit drin. Dadurch, was ihr dann natürlich hier unten drin habt, da steigt ja immer Feuchtigkeit auf. Wie sollen die Dinger knackig werden? Das ist halt der Nachteil dabei. Hat Vorteile, hat auch Nachteile. Ich möchte hier nichts schlecht reden, ich möchte euch wirklich nur die richtige Anwendung zeigen. Das heißt, absolut falsche Anwendung, richtige Anwendung. Ja, bitte merkt euch das und ob dann diese zweite Ebene für euch Sinn macht, das müsst ihr selber entscheiden. Ja, wie gesagt, ich will dir nichts schlecht reden, ich will euch die richtige Anwendung zeigen. Ich möchte wirklich aus Sicht einer Omnia-Leidenschaftlerin möchte ich euch sagen, dass ihr das beschädigt. Aus Sicht eines Händlers will ich euch sagen, das ist nicht regresspflichtig, wenn ihr diese Streifen da reinmacht. Das ist Eigenverschulden, was halt durch diese spitzen Seiten einfach passiert. Hier habt ihr den Nachteil, ihr bekommt wirklich keine knackigen Kroketten hin. Ist halt so, zu viel Feuchtigkeit. Von daher bleibt es euch überlassen. Es ist trotzdem eine tolle Idee, es hat seine Daseinsberechtigung und die Entscheidung liegt einfach nur bei euch. Ihr wisst jetzt, wie ihr es richtig macht. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, ihr könnt in den Kommentaren auch Fragen stellen, ihr könnt eure Erfahrung auch schildern. Wie habt ihr es gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrung? Habt ihr gute Erfahrung? Wie sieht es aus bei euch? Schreibt einfach in den Kommentaren, ich bin da sehr dran interessiert. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Liked unseren Kanal, abonniert uns, liked dieses Video. Da freuen wir uns immer drüber, denn dann sehen wir auch, dass ihr daran Interesse habt, wenn wir auch mal solche Erklärsachen machen, nicht nur Rezepte. Und von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal auf YouTube.